Hallo, ich nutze hier die FlightGear Version 2020.3.19 und befinde mich hier auf dem Flugplatz in Lahr. Ich möchte heute einmal mit der XA500 fliegen und dabei auch für das Landen den Autopiloten nutzen. Ich gehe also hier zunächst einmal in den Autopilot und definiere mir meine Route. Ich bin hier in Lahr auf der Startbahn 21 und möchte nach Basel. Das ist die LFSB. Und dort möchte ich auf der Landebahn 15 dann landen. Ich sehe hier schon, wie mir der Flugplan eingetragen wird. Wenn ich dann hier aktiviere, sehe ich auch die diversen Wendepunkte. Dann schließe ich das mal. Und jetzt muss ich noch kurz meinen Treibstoff kontrollieren. Treibstoff habe ich hier ein bisschen wenig, das heißt, ich kann ein bisschen noch tanken. Ja, ein bisschen noch Treibstoff nachfüllen. Dann schließe ich das mal hier. So, jetzt kann ich hier weitermachen. Ich sehe hier mein Flugplan. Ich kann hier auch mal auf die Map-Sicht gehen und hier ein bisschen kleiner machen oder größer. Jetzt sehe ich hier, bin ich in Lahr und da vorne geht es dann rüber nach Basel zur Landebahn. Machen wir wieder ein bisschen größer. So, jetzt kann ich dann die Maschine starten. Dazu setze ich zunächst einmal meine Bremse. Das ist das hier. Und dann setze ich meine Höhe hier am Höhenmesser auf 0 über Grund. Das ist hier bei 5. Hier 0 über Grund, das ist ziemlich genau 997 Hektopascal. Lahr ist etwas höher, das heißt, ich muss dann diesen Höhenmesser auf etwa 10 Hektopascal weniger setzen. Ja. Als nächstes kann ich dann meine Turbine starten. Das kürze ich jetzt hier ein bisschen ab, indem ich die Autostartfunktion nutze. Dann läuft die Turbine hoch. Wenn jetzt die Turbine läuft, dann kann ich dann meine Bremsen so langsam lösen und auf die Landebahn fokussieren und dann den Sattel hochnehmen. Also jetzt lassen wir auf die Landebahn fokussieren und jetzt den Sattel etwas hoch, damit die Maschine in Fahrt kommt. Schön schauen, dass ich die Landebahn Fokus halte und dann bei etwa so 80 Knoten kann ich dann die Maschine hochziehen. LX568 contact tower at 118.10 Zurich ground. Kann ich jetzt auch den Seitenwind etwas ausgleichen und die Maschine hochziehen. Das Fahrwerk einfahren und auf die Weg, auf die Route nach Basel fokussieren. So, dann kann ich jetzt hier auch mal meinen Autopiloten aktivieren. Hierzu habe ich entweder über die Möglichkeit über das Heading oder über das Nav. Ich mache das mal über das Navigationssystem. Dann ist der Autopilot aktiviert.
Ich kann auch dann meine Flaps so langsam rausnehmen. Und die Steiggeschwindigkeit kann ich hier auch manuell setzen. Jetzt setze ich mal hier noch die Steiggeschwindigkeit. Navigation und die Steiggeschwindigkeit setze ich mal auf die 9. So. Dann fokussiert er sich wieder auf die auf meine Route. Und dann steigt er so langsam und bei etwa so 3.500 Fuß möchte ich dann meine Reisegeschwindigkeit erreicht haben. Und dann geht's dann nach Basel. Zurich ground Roger, switching to tower at 118.10, gap 002. Habe ich dann fast meine 2000 Fuß bald. LX 038, ready to start up. LX 754, ready to start up. Zurich ground, holding short runway 32. Bis zum nächsten Wendepunkt sind es noch etwas 34,5 Meilen. LX 2806 contact tower at 118.10, Zurich ground. Milano Malpensa ground, holding short runway 35L Arizona 604. Arizona 604 Roger. Ich sehe auch, dass der Autopilot aktiviert ist. Arizona 604 contact tower at 119.00, Milano Malpensa ground. Zurich ground, holding short runway 34, LX 160. LX 160 Roger, holding short runway Zurich ground. LX 160 contact tower at 118.10, Zurich ground. Zurich ground Roger, switching to tower at 118.10, 3000 Fuß. Zurich ground, this is TG971, position E46 information Quebec, IFR to Bangkok Suvarnabhumi Intel, request Und startup. bei etwa 3.500 Fuß möchte ich dann meine Reisegeschwindigkeit erreicht haben und kann dann meine Höhe hier setzen. This is LX 754, position H88 information Quebec, IFR to Luxembourg, request startup. Jetzt kann ich mal meine Reisegeschwindigkeit setzen. Quebec correct, runway 34, fly runway heading squawk 5215 for pushback and taxi clearance call. Hier hat er gesetzt auf 3400 Fuß, das ist okay. Dann kann ich meine Throttle etwas zurücknehmen, dass die Maschine nicht so schnell wird. Weil ich möchte mit etwa so 160 Knoten möchte ich dann meine Reisegeschwindigkeit erreicht haben. Zurich ground, holding short runway 32, LX 040. LX 754, startup approved, Quebec correct, runway 32, fly runway heading squawk 22, well, Sind noch knapp 30 Meilen bis zum Wendepunkt. Zurich ground control. LX 040 Roger, holding short runway Zurich ground. LX 040 contact tower at 118.10, Zurich ground. Zurich ground, startup approved, Quebec correct, runway 34, fly runway heading squawk 5215, for pushback and taxi clearance call 121.90, TG971. Zurich ground, startup approved, Quebec correct, runway 32, fly runway heading squawk 6740, for pushback and taxi clearance call 121.90, LX 038. Zurich ground, startup approved, Quebec correct, runway 32, fly runway heading squawk 2212, for pushback and taxi Jetzt bin ich schon auf der Höhe von Freiburg, wie mir hier angezeigt wird, bei etwa so knapp 20 Meilen.
werde ich dann über den Rhein drüber fliegen und dann kann ich auch schon bald den Landeanflug, den Sinkflug einleiten. Zurich ground Roger, switching to tower at 118.10, GAT 004. Zurich ground, holding short runway 34, LX 816. LX 816 Roger, holding short runway Zurich ground. LX 816 contact tower at 118.10, Zurich ground. Zurich ground, switching to 121.90, TG 971. Zurich ground Roger, switching to tower at 118.10, LX 816. Zurich ground, switching to 121.90, LX 038. Zurich ground, Etwas mehr als 23 Meilen, das heißt, ich habe jetzt bald den neuen erreicht. Der müsste dann da vorne ja auch sichtbar sein. Zurich ground with you, LX 754. LX 038, Roger, Zurich ground. LX 754, Roger, Zurich ground. Zurich ground with you, TG 971. TG 971, Roger, Zurich ground. Zurich ground, holding short runway 32, LX 064. LX 064, Roger, holding short runway Zurich ground. Zurich ground, request pushback, TG 971. LX 064 contact tower at 118.10, Zurich ground. Zurich ground, request pushback, LX 038. Zurich ground, Kann Roger, ich da hinten schon den neuen erahnen? LX 064. Zurich ground, request pushback, LX 754. Zurich ground, holding short runway 34, suit 2391. TG 971, pushback approved, Zurich ground. Suit 2391, Roger, holding short runway Zurich ground. Suit 2391, contact tower at 118.10, Zurich ground. LX 038, pushback approved, Zurich ground. Zurich ground Roger, switching to tower at 118.10, suit 2391. LX 754, pushback Jetzt geht es dann ground. auch über den Rhein drüber, den sehe ich jetzt hier schon sehr deutlich. LX 780 Roger, holding short runway Zurich ground. LX 780 contact tower at 118.10, Und jetzt sind es Zurich noch ground. 18 Meilen bis zum nächsten Wendepunkt. LX 008 ready to start up. Zurich ground, holding short runway 32, LX 1674. Kann ich schon mal die LX 1674 Höhe Roger, holding für short runway Zurich ground. Übergrund für Basel LX setzen. Das ist etwa 1674 contact 10 tower at weniger. 118.10, Zurich ground. Zurich ground, this is LX 008, position D7 information. Dann steigt die Maschine wieder etwas, um die 3400 Fuß zu erreichen. LX 008, startup approved, Quebec correct, runway 32, fly runway heading squawk 4463, for pushback and taxi clearance call 121.90, Zurich ground control. Zurich ground, startup Jetzt sind es approved, noch Quebec correct, runway 32, etwa fly 15 runway Meilen heading bis zum squawk Wendepunkt und dann kann ich auch schon 4463, for den pushback and Sinkflug taxi einleiten. clearance call 121.90, LX Hier 008. hat er hier auf. Düsseldorf ground, holding short Ich setze meine runway Vertikalgeschwindigkeit 23 auf etwa 4042. Zurich ground, switching to 700 Fuß 121.90, pro LX Minute. 008. Zurich Dann ground, sinkt die Maschine hier. LX 008. Muss man das Throttle etwas zurücknehmen, damit die Geschwindigkeit nicht zu schnell wird und das Flugzeug nicht zu schnell wird. LX 008. LX 008, pushback approved, Zurich ground. Sind so 3000 Fuß.
jetzt noch etwas mehr als 2500 Fuß und bei etwa so 1500 Fuß möchte ich dann, habe ich dann die Höhe erreicht, wo ich dann optimal, ich dann optimal mit meinem Autopiloten landen kann. So, noch etwa 2000 Fuß. Hier sehe ich schon meinen Wendepunkt zur Landebahn. Den habe ich dann in knapp 8 Meilen erreicht. So, jetzt kann ich schon mal meine Höhe setzen. Sehe ich hier die 1500 Fuß. Und dann die Geschwindigkeit etwas reduzieren. Dabei muss ich aufpassen, dass es nicht zu langsam wird, um nicht in die Stall Condition zu kommen. So, noch etwa 5 Meilen bis zum Wendepunkt. Dann müsste ich hier diese Markierung, muss ich nach links bewegen, damit die Maschine zur Landebahn einschwenken kann. Bei etwa 140 Meilen kann ich dann auch, 140 Knoten kann ich dann auch mein Fahrwerk wieder ausfahren. Das kann ich dann jetzt machen. Zurich ground, clear to taxi, TG971. Zurich ground, switching to 121.90, WK032. Zurich ground, with you, WK032. Noch gute 2 Meilen bis zum Wendepunkt. Zurich ground, clear to taxi, LX038. Kann ich auch schon mal meine Flaps wieder ausfahren. LX754, clear to taxi, Zurich ground. WK032, Roger, Zurich ground. Zurich ground, clear to taxi, LX754. Milano Malpensa ground, holding short runway 35 Elmore Shuttle 1877. More Shuttle 1877 Roger, holding short runway Milano Malpensa ground. More Shuttle 1877 contact tower at 119.00 Milano Malpensa ground. Zurich ground, jetzt noch eine Meile bis zum Wendepunkt. WK032, pushback approved, Zurich ground. So, jetzt hat sich diese Markierung hier verschoben, das heißt, die Maschine richtet sich jetzt auf die Landebahn ein
Zurich ground, ready to taxi, LX008. LX008, clear to taxi, Zurich ground. Zurich ground, clear to taxi, LX008. Jetzt habe ich noch etwa 2,5 Meilen bis zum nächsten Wendepunkt. Zurich ground, holding short runway 32, LX754. LX754 Roger, holding short runway Zurich ground. LX754 contact tower at 118.10, Zurich ground. Zurich ground Roger, switching to tower at 118.10, LX754. WK228, ready to start up. Dahin sehe ich schon die Lichter der Landebahn des Flughafens. Und hier, jetzt bin ich im Approach Mode, das heißt, er beginnt jetzt mit der automatischen Landefunktion. Hier habe ich diese Markierung für meinen Gleitslauf, der müsste dann nach unten kommen und dann müsste der Gleitslauf aktiv werden und die automatische Landung durchgeführt werden. This is WK228, position A5, information Quebec, IFR to land 0, request startup. Zurich ground, ready to taxi, WK032. WK032, clear to taxi, Zurich ground. Zurich ground, clear to taxi, WK032. WK228, startup approved, Quebec correct, runway 32, fly runway heading squawk 1225, for pushback and taxi clearance call 121.90, Zurich ground control. Zurich ground, startup approved, Quebec correct, runway 32, fly runway heading squawk 1225, for pushback and taxi clearance call 121.90, WK228. Zurich ground, holding short runway 34, TG971. TG971 Ja, dieser Wendepunkt ist jetzt auch erreicht. TG971 contact tower at Geht's noch 118.10, 6 Meilen bis Zurich zur ground. Landebahn. Zurich ground Roger, switching to tower at 118.10, TG971. Zurich ground, switching to 121.90, WK228. Zurich ground, holding short runway 32, LX038. Zurich ground, Da links sehe ich noch den Rhein. WK228. Milano Melpensa ground, with you, MS704. Jetzt kommt LX038 diese Roger, holding Markierung short so runway langsam Zurich ground. runter. LX038 contact tower at 118.10, Zurich ground. Zurich ground Roger, switching to tower at 118.10, Hier sehe ich dann die Landebahn. LX038. WK228, Roger, Zurich ground. MS704, Roger, Milano Malpensa ground. Zurich ground, request pushback, WK228. Milano Malpensa ground, request So, jetzt habe taxi ich meinen clearance, Gleitslauf hier. MS704. Das heißt, jetzt wird er WK228, dann auch pushback bald approved, die Kontrolle Zurich ground. übernehmen. MS704, clear to Und taxi, jetzt sinkt die Milano Maschine. Malpensa ground. Zurich ground, holding short runway 32, Noch etwa WK032. 1200 Fuß bis über Grund. WK032 Roger, holding short runway Zurich ground. Hier sehe ich schon die angedachte ideale Einflugschnelle, die mir FlightGear hier anzeigt. Zurich ground. Zurich ground Roger, switching to tower at 118.10, WK032.
noch 900 Fuß. Noch 700 Fuß. Zurich ground, holding short runway 32, LX008. LX008 Roger, holding short runway Zurich ground. LX008 contact tower at 118.10, Zurich ground. Zurich ground Roger, switching to tower at 118.10, LX008. Noch 400 Fuß. Bin noch in dieser idealen Einflugschneise. Noch 300 Fuß. Noch 200 Fuß. Jetzt müsste eigentlich auch bald der Touchdown sein. Milano Mountains to ground, holding short runway 35 LMS Noch 100 704. Fuß. MS 704 Roger, holding short runway Milano Mountains to ground. MS 704 contact tower at 119.00, Milano Mountains to ground. Touchdown. Bremsen. Und damit bin ich jetzt auf der Landebahn in Basel und dann die Bremse setzen und damit hat es also ziemlich erfolgreich funktioniert. Ihr könnt mir gerne eure Kommentare dazu hinterlassen. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss.